Hallo Thomas, Hallo Michael. herzlichen Glückwunsch zum 40. Ja, ich verstehe ein klein bisschen den Unterton. Also nochmal 40 werden ist schön, aber 40 Jahre Modern Talking, das ist schon auch eine unglaubliche Zahl. Absolut. Holst du zum 40. eigentlich nochmal die Nora-Kette raus und gönnst dir ein bisschen Sonnenstudio? Und na, sagen wir mal so, Sonnenstudio brauche ich nicht, weil das habe ich zu Hause, wenn ich es unbedingt haben muss. Aber die Nora-Kette, die bleibt da, wo sie liegt. Wie feierst ihr wie feierst du denn? Na ja, die 40 Jahre Modern Talking ist ja ein ganzes Jahr und was großartig ist, ich habe wirklich mir, ich will fast sagen, den Luxus gegönnt, dass ich gesagt habe, ich habe mein komplettes Frühwerk, was ja auch schon lustig klingt, noch mal aufgenommen. Also, ich habe alle 6 Alben aus den 80ern noch mal komplett neu aufgenommen und die werden jetzt, ab dem 7. März im sechswöchigen Turnus veröffentlicht. Also das ganze Feierjahr 40 Jahre Modern Talking 2025. Sehr cool, bestimmt auch viel Arbeit. Warum hast du eigentlich nochmal alles neu gemacht? Ja, das ist so eine, ja, es war nun keine Idee, die über Nacht geboren wurde. Also nichts, wo man irgendwie denkt, ich habe jetzt den Geistesblitz und ich nehme jetzt alle Alben noch mal neu auf. Aber ich muss sagen, bei mir ist so, dass ich nun seit vielen, vielen Jahrzehnten auch halt meine Shows auf der ganzen Welt habe und ich mache meine Programme, meine Tourprogramme wechsle ich alle 2 bis 3 Jahre. Und es kommen neue Arrangements. Und es kamen ganz viele Fans, die gefragt haben, wann können wir sowas denn mal kaufen? Weil das klingt es ist Modern Talking, es klingt frisch, es klingt jung. Es ist nicht mehr so wie in den 80er Jahren. Wie fühlt sich das an oder wie hat sich das angefühlt, so ganz ohne Dieter Bohlen das zu machen? Na ja, im Studio gesungen habe ich das ja auch schon immer so ohne Dieter Bohlen. Also, das ist jetzt nicht das Riesenproblem gewesen. Aber gut, jetzt sind Dieter und ich wir haben ja schon seit Jahren keinen Kontakt mehr miteinander. Also, ich habe mich jetzt nicht einsam gefühlt im Studio, falls du darauf hinauszielst. Mhm. Das heißt, im Grunde hat sich's angefühlt wie immer für dich. Ruft denn der Dieter auch mal an jetzt in dieser Zeit und sagt: „Ey, weißt du noch, haben wir cool gemacht damals?“ Na ja, also, ich glaube, wir haben jetzt gefühlt seit 6 oder 7 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen und deshalb ruft er auch nicht an, was aber auch gar nicht schlimm ist. Das ist ja wir hatten unsere ganz glorreiche Zeit und Zeiten, muss man ja sagen. Es fing vor 40 Jahren an und es gab ja dann noch mal das unfassbar erfolgreiche Comeback. Hm, aber jeder hat seinen Seelenfrieden und jeder macht im Grunde das, was ihm richtig Spaß macht. Und mir macht halt eben nun die Aufnahme von halt eben diesen Alben wahnsinnig viel Spaß, weil ich bin zurückgegangen und hatte plötzlich Titel wieder zu singen, an die ich mich gar nicht mehr erinnert habe. Mhm. Was sind denn die schönsten Erinnerungen an die Zeit vor 40 Jahren? Was ist da noch so in deinem Kopf, was du nie mehr vergisst? Na ja, gut, man vergisst, nicht das erste Mal Chart Entry mit „You're My Heart, You're My Soul". Man vergisst nicht die erste goldene Schallplatte. Das sind Erinnerungen, die ich mir natürlich als Kind und als Jugendlicher immer nur erträumt habe. Einmal in den deutschen Charts oder wenn der liebe Gott es zulässt, vielleicht einmal eine goldene Schallplatte. „You're My Heart, You're My Soul“, ist das denn von Anfang an so top gelaufen? Überhaupt nicht. Ja, Mahatma Soul wurde im Oktober 84 veröffentlicht und ich habe dann irgendwann mal im Dezember, 2 Monate später, mir mal die Verkaufszahlen absagen lassen, habe ich sie abgefragt und es waren 6.000 Singles Mhm. verkauft. Das war zur damaligen Zeit nichts, überhaupt nichts. Und es war dann so, dass ich dann 4 Wochen später im Januar nochmal nachfragte und da waren es 60.000. Und das ist bis heute ein Faszinosum, was wir alle nicht erklären können. Okay, es wurde nun verkauft. Was die Initiallösung war, dass plötzlich 54.000 Singles mehr verkauft waren, wissen wir nicht, aber es war der Anfang einer unglaublichen Karriere. Das war ja 'n Riesenerfolg damals und du warst gerade mal 20, als es losgegangen ist. Was hat das mit dir gemacht? Wie ist das für so 'n 20-Jährigen, wenn plötzlich so 'n Hammer losbricht? Man fasst es nicht, also man ist am Anfang überglücklich, dass man plötzlich eine Nummer eins hat. Für mich war es wichtig oder wäre es wichtig gewesen, einmal in den Charts zu sein. Aber an Nummer eins habe ich gar nicht gedacht. Und
das erste halbe Jahr war wie in einem Traum, der vorbeiflog. Aber dann wurde es auch ein bisschen, ich will nicht sagen, anstrengender. Ähm, Plötzlich war man nicht mehr selbstbestimmt. Und das ist etwas, was mir gerade in diesem Alter sehr zu schaffen machte, dass ich durchgetaktet war über ein Dreivierteljahr. Was mich damals wirklich traurig gemacht hat, war die Situation, dass ich über Monate meine Familie und Freunde gar nicht mehr gesehen habe, weil ich nur unterwegs war. Gibt's dann auch mal so Momente, wo man traurig wird, einfach weil man überhaupt gar nichts mehr machen kann, was einem auch Freude macht? Also, da ist ja kaum Zeit, ein bisschen Sport zu machen oder mal spazieren zu gehen, irgend so was in diese Richtung. Das fällt ja alles flach. Damals 80er, Modern Talking war halt eben der Traum aller Teenies. Da war sofort der Ausnahmezustand. Und ich will mich darüber gar nicht beschweren. Es ist halt eben das, was dazugehört. Wenn man erfolgreich wird, dass man gemocht wird, geliebt wird, die Anerkennung hat. Nur, was ich sagen möchte ist, es war für mich damals schwer, weil ich es noch nie vorher hatte. Das war bei der zweiten Karriere von Modern Talking, also um die Jahrtausendwende, war das total cool für mich, weil ich konnte damit viel besser umgehen. Auf dem Plattencover, da ist ja dann junges Ich drauf, oder? Ja, und das jetzige. Wie fühlt Das sich alte Ich oder wie sagen wir? genau, das alte Ich. Wie fühlt denn sich das an, wenn du das alte Ich anschaust? Also es ist folgendermaßen. Die Fotos haben mich emotional gar nicht so berührt, weil es war ja ganz klar, dass wir dieses Konzept hatten, der jetzige Thomas Anders mit dem jungen Thomas Anders. Und folglich wir hatten die Bilder von dem jungen Thomas Anders und ich habe mich ins Fotostudio genau so hingestellt, dass es zusammenpasst. Aber als das dann durch die KI im Grunde von Computern umgerechnet wurde, dass der jetzige Thomas Anders den jungen Thomas Anders umarmt. Das war für mich etwas, und auch wenn ich es heute noch, ich habe es bestimmt schon 100-mal angesehen, etwas, was ich wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend finde, weil weil man es nicht fassen kann. Überlege mal, du würdest dich umarmen, so wie du damals vor 40 Jahren warst. Das kann das Gehirn einfach nicht so normal fassen. Mhm. Du machst ja nicht nur Musik, sondern auch Wein, ne? So als Rheinland-Pfälzer ist das ja sowieso eine schicke Sache, trocken, leblich, rosé. Welcher Wein würde denn zu „You're my heart, you're my soul“ passen? Ähm, auf jeden Fall ein erfolgreicher. Ja? Das auf jeden Fall. Aber gut, es muss ja auch zu mir passen. Und zu mir passt nun mal ein Grauburgunder. Das ist so. Und ich liebe Grauburgunder. Und ich liebe auch Your My Heart, Your My Soul. 40 Jahre „You're my heart, you're my soul“ von Modern Talking von Thomas Anders aus Koblenz. Vielen Dank fürs Jubiläumsgespräch und toi toi toi. Vielen Dank. Danke, vielen Dank. Danke dir, Michael.